Ich habe mich irgendwie in das Holz verliebt. Das ist so, also einerseits ist es technisch ein hervorragender Baustoff, also man kann damit viele Sachen machen und es sieht einfach schön aus. Ich habe hier normale Tretkurbeln drin, normale Kette drin, Umlenkrollen sind selber gebaut, also wie gesagt, die Hinterräder sind nur Vincis, Nabenschaltungen. Ansonsten voll gefedert, aber die Federung, die ganzen Fahrwerkselemente, das ist eben alles selbst gebaut. Kannst du mal zeigen, hier mit der Bremse, das ist ja noch besonders? Ja, die Bremse, ja, das kann ich zeigen. Also wenn ich hier so fahre, dann ziehe ich da einfach zurück. Und also ich habe das jetzt erstmal nur für die Vorderräder gemacht. Ich mache mal auf da. Und an dem Hebel ist die Zugbetätigung, das ist quasi der Bremshebel für die Vorderräder. Ja, das ist das erste Produkt von unserer Erprobungsserie, wollen wir jetzt 10 Stück dieses Jahr aufbauen. Ist leider nicht ganz fertig geworden zur Messe, aber Sie sehen, da ist schon weit fortgeschritten. Ziel der Erprobungsserie ist, dass wir die verschiedenen Technologien, verschiedene Antriebssysteme, verschiedene Schaltungen, verschiedene Räder einfach mal durchkonjugieren, die Varianten, um auch zu sehen, was sich dann in der Serie am besten bewährt. Und auch die beiden Varianten, 45 Stundenkilometer-Version als Leichtkraftfahrzeug beziehungsweise die 25 Stundenkilometer-Version, die dann als Fahrrad, als Pedelec zählt. Den Anhänger hier, den Wohnanhänger, bin ich nach Kasachstan und zurückgefahren im Rahmen vom Suntrip 2018. Das sind 12.500 Kilometer. Daraus habe ich gesagt, weil der große so gut hält, machen wir mal verkaufsfähige kleine Anhänger. Dieser Anhänger wird zum Beispiel 800 Wattstunden an einem guten Sonnentag in Deutschland machen. Das sind fast 2 kleine Bosch-Akkus. Das ist die Solarzelle. Einfach schön, Gasdruckstoßdämpfer offen. Und hier haben Sie 160 Liter Platz. Das ist der Rolls-Royce-Regler aus den USA. Besseres gibt es nicht. Und die Fiberglas-Deichsel ist natürlich schon die Luxusausführung. 1200 €. Die hat die Chromstahldeichsel und hat aber auch schöne Gasdruckstoßdämpfer, auch noch Fächer, auch schön ordentlich alles für den Reiseradfahrer. Aber natürlich weniger Platz. Das habe ich so gebaut, weil ich ja blind bin und immer jemanden gesucht habe, mit dem ich dann Touren fahren kann. Das ist halt voll gefedert, hat vorne einen Bafang-Motor drin, dann eine Pinion als Zwischengetriebe, geht dann auf ein Differential und wird dann auf beide Achsen verteilt. Bremsen haben wir vorne 2 Trommelbremsen. Wir nennen das eine Längsblattfeder, also die ist hier auf dem Rahmen aufgesetzt, dann ist sie hier verteilt ums Differential rum, ne? Und den Antrieb. Sehr gut ist bei den Blattfedern durch das niedrige Losbrechmoment, du kannst damit über Kopfsteinpflaster fahren. Du merkst ja fast nichts von dem Kopf. Wir probierten ein sehr leichtes Lastenfahrrad zu bauen. Wir haben ein Rahmengewicht von 6,7 Kilogramm und eine integrierte Seilzuglenkung. Dadurch kann ich 90 Grad und mehr einschlagen, was ein Vorteil beim Rangieren des Rades ist. Und wir haben einen Ständer, der wird über eine Gasdruckfeder betätigt. Hat den Vorteil, wenn der ausgeklappt ist, kann ich halt das Rad hochheben, ohne dass er einklappt. Und wenn ich den Ständer auch einklappe, macht es zum einen kein Geräusch und zum anderen bleibt der Ständer halt auch genau auf Position. Und da klappert nichts, auch wenn ich mal Kopfsteinpflaster oder so fahre. Dann haben wir hinten eine hochgesetzte Kettenstrebe, das heißt, ich kann auch Gatesriemen verbauen und den auch spannen, ohne dass ich ein Rahmendreieck öffnen muss. Und wir kommen mit unserer Lösung auch hier vorne, weil wir da halt keine Holzkiste haben, sondern Aluminiumbügel mit einer zwischengespannten Plane, wiegt das Ganze nur ungefähr 3 Kilo vorne und dadurch haben wir dann so ein Systemgewicht für ein elektrisches Rad von ungefähr 32 Kilo. Ist robust belastbar, also für Gewerbe, Kommunen oder auch Privatleute, die viel Last transportieren möchten. Also auf Nordseeinseln zum Beispiel, wo man kein Auto fahren darf. Wir haben eine Zuladung, also das von 250 Gesamtgewicht. Das heißt, das Rad wiegt 60 Kilo, haben wir 190 Kilo abzüglich Fahrergewicht Zuladung. Wir haben Lagerböcke aus dem Maschinenbaubereich mit Industriekugellager, 25 mm dicke Vollstahlachse, komplett durch. Wie gesagt, 9-fach Kettenschaltung, einen sehr antriebsstarken Bosch. That's for city commuting, and it's with electric motor, 500 watt, Bafang brand.
and it with a complete light system. That's a turn light and a headlight, and it's with a 2 storage bike and 2 rear suspension. What is the price? 7,000 Euro. Dass sie sehr bequem sind, haben wir verschiedene Modelle. Wir haben zum Beispiel für unser Ice Adventure, unser Tourenrad, haben wir 3 verschiedene Sitze für 3 verschiedene Körpergrößen. Wie ist das bei Regen? Saugt sich der jetzt nicht voll? Also es hält sich in Grenzen. Natürlich ist durch die Polsterung das ein bisschen anfälliger dafür. Unsere Sitze lassen sich aber auch in unter 10 Sekunden, wenn man geübt ist, vom Rad abmontieren. Alternativ bieten wir aber auch noch ein Regencape für den Sitz an und dann ist er wirklich auch komplett wahrscheinlich das leichteste Dachzelt der Welt. Das Ganze ist in circa 10 Minuten aufgebaut. Wir verwenden vorzugsweise eine kleine 12-Volt-Pumpe, die man am Zigarettenanzünder anstecken kann im Fahrzeug. Das heißt, man ist da völlig autark. Das hier ist die Plattform. Das Ganze ist Dropstitch-Technik. Es ist ungefähr dasselbe Prinzip wie beim Stand-Up-Paddleboard. Anschließend wird das Zelt hier aufgepumpt. Das ist eine Luftkammer, die läuft rundherum. Das Ganze wiegt 25 Kilo. Und die Version mit dem Fahrradanhänger? Das wiegt 29 Kilo inklusive Anhänger. Wir haben hier eine Liegefläche von 2,20 Meter x 1,40 Meter. Es ist also für 2 Personen mehr als komfortabel. Hier sind wir bei ca. 2.000 Euro, da bei ca. 3.000 Euro beim Radanhänger. Dijker, wie wir das nennen, ist im Wesen ein Sandwichboden mit integriertem Linearantrieb. Und das Sandwichboden natürlich sehr leicht gebaut und das gibt sehr viel Formfreiheit. Die Vorteile hiermit ist, dass man mit beiden Beinen zugleich abfahren kann und nach einigen Schlägen geht man unabhängig voneinander. Ein anderer großer Vorteil ist die große Kofferraum. Also die Vorderseite und die Achterseite, man zieht sich einfach her, es deckt über und zieht sich einfach her. Sie sehen nicht, was passiert. Und das Bremsen, das funktioniert durch gegen die Steuerwiel zu drücken. Guck mal, steht still. Wir haben hier einen Hebel, Bremshebel, ingebaut in das Chassis. Cycle. It's a compact cargo bike, and it can also be a recumbent. So I will show you. Here you go. You can have accessories in the front, like you can have in the rear. It's like the same rack system in the front. So you can have this kind of accessories, or you can have this child seat, you know, in the front. And you see here is the trunk. So it's also a tandem for a child. But it's not all. You can put adult child seat like this, and it's now a recumbent for an adult. Okay, the same handlebars, the same geometry, the same height. So it's a cargo bike that is compact and you can fit in a car or in a narrow place. It's also very light because the frame is compact and it's 15 kilos. Yes, without the crank and the motor, but the classic version is quite light. Ja, im Namen der Jury dürfen wir uns auch bedanken bei allen, die teilgenommen haben. Wir haben sehr hochwertige Designs gesehen, wir haben sehr spannende Innovationen gesehen und wir haben jetzt das harte Los zugesprochen bekommen, dass wir darüber richten sollen. Der 3. Platz geht an den Dijker von Peter.
Uns hat der Daike überzeugt, er hat ein absolut innovatives Antriebskonzept, hat ein wirklich neuartiges Velomobil-Design hingelegt. Das ist schwierig heutzutage und insofern das Ganze noch richtig gut ausgeführt in einem schönen Gesamtdesign. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Preis geht an José Fernandes vom Fraunhofer Institut für die Brennstoffzelle. Wir finden die Brennstoffzelle auf jeden Fall ein wegweisendes Konzept für die Zukunft. Würde uns nicht wundern, wenn wir demnächst alle mit Brennstoffzellenfahrzeugen unterwegs sein werden und das Ganze so sauber ausgeführt. Vielen Dank. Der erste Preis geht an das modulare Liegerad von Thibaut Salvion. Das Liegerad absolut überzeugt, hat einen sehr hohen Gebrauchswert für alle Familienväter, die können das sehr nachvollziehen, sind bewährte Ideen wirklich neu umgesetzt und ja, das Ganze hat uns in der Innovation wirklich überzeugt. En français, s'il vous plaît.